Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Sicherheitsinterview der Woche. Gefahrenmanagementsysteme, Digitalisierung, Industrie 4.0, Internet der Dinge. Gefahrenmanagementsysteme müssen auch ebenfalls miteinander vernetzt werden. Zu Gast heute ist Herr Lars Waldo. Herzlich willkommen, Herr Waldo, von der Advances Software and Service GmbH. Und Herr Waldo, Gefahrenmanagementsysteme, was leisten die heute? Gut, Gefahrenmanagementsysteme, das bedeutet eine herstellerübergreifende Integration der unterschiedlichsten sicherheitstechnischen Gewerke. Gewerkeübergreifend heißt hier auch nicht nur Sicherheitstechnik, sondern auch Kommunikation, Gebäudeautomation. Das sind alles Bereiche, die in unserem Gebäude technologisch unterstützt werden, abgebildet werden. Und diese einheitlich zusammenzuführen, in eine zentrale Benutzeroberfläche abzubilden, dort den Status meiner Systeme anzuzeigen und rückwirkend zu steuern. Ich kann mir das relativ schwierig vorstellen in einem bestehenden Gebäude. Unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Schnittstellen, unterschiedliche Software. Wie kann ein Gefahrenmanagementsystem das leisten, dass alle vernetzten Sicherheitssysteme auch wirklich einheitlich auf einer Oberfläche laufen? Ja, ganz richtig. Das ist nicht nur die Problematik, die wir als Hersteller haben, Problematik der Schnittstellen für uns aus technischer Sicht, sondern durchaus auch die Problematik für den Anwender. Wenn Sie sich heute die Leitstellen in vielen Gebäuden anschauen, dann haben Sie dort nebeneinander, sage ich mal, 17 Tastaturen und Mäuse liegen, mit denen Sie die unterschiedlichsten Systeme bedienen. Dahinter stecken dann überall unterschiedlichste Schnittstellen zu den eigentlichen Anlagen. Und genau das ist der Punkt. An diesen Schnittstellen müssen wir ansetzen, die müssen wir abgreifen, um die einheitlich in ein System zu überführen. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Es gibt offene Standards, die wir nutzen können, die als generische Schnittstellen implementiert werden können, oder Busprotokolle beispielsweise, und ein ganz großes Feld die proprietären, also die herstellerspezifischen Protokolle. Und das ist eigentlich unser stärkster Ansatz, direkt die Sprache der Anlagen zu sprechen, ohne dazwischen noch weitere Konverter zu haben, die dann auch angeschafft und konfiguriert werden müssen, eine weitere Fehlerquelle darstellen, sondern direkt die Anlagensprache bei uns implementieren und das dann in ein einheitliches Managementsystem abzubilden. Wenn ich so ein bisschen an die Cybersicherheit denke, wie angreifbar ist ein solches System? Weil wir haben ja dann eine Zentrale, an der alles aufläuft. Wie angreifbar und wie verwundbar sind solche Systeme? Ja, letztlich nicht mehr oder weniger, als sie vor der Einführung vielleicht eines zentralen Gefahrenmanagementsystems waren, denn die Systeme haben auch vorher schon alle zentrale Bedieneinrichtungen gehabt, die in der Regel über IT-Netzwerke mit den entsprechenden Anlagen kommunizieren. Aber es ist natürlich richtig, dass die Gefahren, sage ich mal, immer größer werden, je mehr Anlagen ich in solchen Netzen betreibe. Wir gehen klassischerweise den Weg, dass wir sagen, ein abgeschlossenes Sicherheitsnetzwerk, was all diese sicherheitstechnischen Gewerke miteinander verbindet, losgelöst von den eigentlichen Office-Netzen oder Produktivnetzen, macht hier absolut Sinn, möglichst ohne eine Aufschaltungsmöglichkeit jetzt an die Außenwelt, um da wirklich eine hohe Sicherheit sicherzustellen. Sind diese Gefahrenmanagementsysteme eigentlich lernende Systeme? Das heißt, wenn ich ein Inzident habe, was vielleicht in der Prävention nicht vorhergesehen war, kann das System im Nachhinein da jetzt Lösungen finden? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Das ist, sage ich mal, ein ganz aktueller Trend, mit dem wir uns beschäftigen. Inwieweit können die Systeme wirklich unterstützend für den Anwender wirken, noch mehr als sie es in der Vergangenheit sind, durch Workflows, indem sie wirklich, Stichwort Machine Learning, dazu lernen, Meldungen vielleicht zusammenfassen, damit der Anwender sich auf das Wesentliche fokussieren kann. Inwieweit kann ich nachher die Informationen, die aufgelaufen sind, auch auswerten, um für die Zukunft andere Maßnahmen vorzuschlagen. Das ist ein gewisser Trend, der gerade aktuell ist und mit dem wir uns beschäftigen, und das wird sicherlich das ganze Thema künstliche Intelligenz für die Zukunft noch ein viel größeres Thema. Im Moment stehen wir da, denke ich, ganz am Anfang. Ja, das gibt mir das Stichwort für die letzte Frage. Wo geht die Zukunft hin bei Gefahrenmanagementsystemen? Ja, ich hatte gerade schon einen dieser großen Trends angesprochen, aber vielleicht gehen wir einen Schritt zurück, denn es gibt eigentlich noch viel grundlegendere Aspekte, die zurzeit wichtig sind. Neben dem, ich hatte es angesprochen, Vernetzen von den Subsystemen in das zentrale Managementsystem, beschäftigen wir uns in der letzten Zeit immer stärker auch mit der Vernetzung der Systeme, die hier auf der Management-Ebene nebeneinander arbeiten. Stichwort sind hier Einsatzleitsysteme. Wir sehen das oder haben das in der Vergangenheit bei entsprechenden Fällen gesehen, dass ein Gefahrenmanagementsystem zwar aus der physikalischen Welt die Gefahr anzeigt, aber die Verwaltung der Einsatzkräfte, Koordinieren oder Verwalten von Ressourcen in einem separaten System stattfindet. Und genauso wie es hier Sinn macht, auf der Subsystemebene die Informationen zusammenzuführen, ist auch hier ein Austausch wichtig. Und da bieten Gefahrenmanagementsystem Anbieter Möglichkeiten, direkt mit den Einsatzleitsystemen zu kommunizieren oder
Bestandteile davon im eigenen System abzubilden, sodass hier in einem Ereignisfall auch direkt dann die entsprechenden Handlungsschritte durch die Interventionskräfte vorgegeben werden und koordiniert werden können. Ja, Sie hatten noch nach den Zukunftstrends gefragt, das geht dann vielleicht ein bisschen weiter. Die ganzen Stichworte, die wir heute bei der Veranstaltung schon gehört haben, Internet of Things, Big Data, Augmented Reality, das sind auch spannende Felder für uns als Gefahrenmanagementsystemhersteller. Gerade das letztere, Augmented Reality als Schnittstelle für den Menschen zu diesen Informationen. Die Informationsflut nimmt zu und gerade Augmented Reality bietet mir die Möglichkeit, Informationen auf den Blickwinkel des Benutzers zu reduzieren, indem ich beispielsweise mit meinem Smartphone direkt Informationen zu dem aktuellen Videobild eingeblendet bekomme. Da habe ich eine Möglichkeit, am Mensch-Maschinen-Interface die Informationen zu filtern und für den Anwender in geeigneter Weise anzubieten. Herzlichen Dank, Herr Waldo. Und wir sehen uns zum nächsten Sicherheitsinterview der Woche.